Klavier Nord Grand. Dieses Stage-Piano hat uns schon beim ersten Test begeistert. Jetzt haben wir es mit der zweiten Generation zu tun und wir sind hier in Berlin beim Nord Keyboards Vertrieb Sound Service. Und ich darf den Nord Produktspezialisten Hendrik Bockholt mit meinen Fragen löchern zum neuen Gerät. So, wir haben jetzt das Glück, wir haben jetzt beide hier, das Nord Grand 1 und das Nord Grand 2. Und ich glaube, wir gehen auf die Unterschiede ein, aber das ist vielleicht für die Spezialisten. Und ich würde es gerne aus zwei Perspektiven erstmal betrachten. Also ja, klar, für die Nord-User, die Experten sind und das alles schon kennen. Aber vielleicht machen wir erstmal einen Überblick für die Leute, die noch nicht wissen, was ist eigentlich da so besonders dran. Meine erste Frage an dich, was ist das Besondere an diesem Nord-Konzept? Ja, das Nord-Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass man eben vielleicht erstmal ein bisschen überfordert ist von den ganzen Knöpfen und Bedienelementen, hat aber auch einen Vorteil. Definitiv. Es ist alles eben, du hast One Knob per Function, also hast pro Funktion einen Knopf. Und das Schöne ist, du kannst es eben sehr individualisieren. Das heißt, du hast verschiedene Samples, die ja schon werkseitig drauf sind, aber du kannst eben auch Samples reinladen aus der Nord Library. Ich kann es mal ganz kurz demonstrieren. Wir haben zum Beispiel einen besonders schönen Rhodes Sound. Klingt gut, ist noch ein bisschen nackt. Ne, ja, genau. Das klingt so wie einfach das Rhodes hingestellt mit dem Kabel dran. Und ist auch schön, aber und da kommt eben das Nord-Konzept zum Tragen. Ich muss jetzt nicht anfangen, in irgendwelche Untermenüs zu gehen. Stichwort eben Live-Konzept. Hier geht es darum, ich möchte schnell ein Ergebnis haben. Das heißt, ich möchte jetzt für das Rhodes zum Beispiel ein Tremolo haben. So, ich habe gerade das Layer Rhodes ausgewählt, gehe hier zu den Effekten. Ich kann jetzt hier direkt einstellen, ich kann die Rate, den Amount einstellen direkt. Ja. Das sind ja auch die wichtigen Parameter. Also ich erinnere mich, ich habe früher auch in Rhodes gespielt und ich hatte dann da so meine Tretminen da liegen mit Phaser, Chorus und so weiter. Ja, Phaser. Und ich denke, das ist ja ganz ähnlich. Also mir kommt es sehr vertraut vor, dass man das sofort einstellen kann. Ja, und das ist eben der Vorteil, du hast es direkt vor dir. Wo du den Phaser angesprochen hast, machen wir auch. Ja, das finde ich ja schön, dass man dann so einen Akkord legen kann und man zieht dann die Geschwindigkeit vom Phaser hoch. Das ist natürlich zum Beispiel. Und jetzt ist das Wichtige, abspeichern. Relativ schnell, Store, zack, fertig. Und jetzt hat das Instrument, wenn wir jetzt sozusagen zum Patch zurückgehen, ist es drin. Und wenn du natürlich wieder anfängst zu ändern, klar, du kannst es aber auch wieder abspeichern. Man kann ja jederzeit wieder rein. Also richtig, genau. Irgendwie ist das ja Musik machen mit den Ohren. Ne? Also ja, dass natürlich. Man gleich hört, irgendwie, was macht der Effekt und man passt es auf den Bandsound an oder so, wie man es eben haben möchte. Genau. Und das geht eben, man muss jetzt gar nicht wissen, welcher Wert das ganz genau ist. Kann man natürlich alles auslesen, wenn man möchte, aber sag mal, für den Anfänger ist es erstmal völlig irrelevant. Da kann man einfach nur, man hört, gefällt mir das, ja, nein, und das ist es dann. Ja, also okay. Ein bisschen Delay noch vielleicht? Ja, zum Beispiel. Geht auch. Tap-Tempo auch schnell zu erreichen, einfach, es blinkt schon so schön. Also alles klar, das ist natürlich auch fürs Bandspiel wieder wichtig. Klar. Du suchst nicht mit einem Regler das Tempo, sondern du tappst das einfach im Drumbeat mit und dann ist es schon eingestellt. Klar, geht natürlich auch mit dem Regler, wenn man es ganz exakt haben möchte. Wenn nach einem Klick gespielt wird, kannst du dir wirklich auf den Beat genau das anstellen. Wenn ihr aber sozusagen im Proberaum seid und spielt man doch eher ohne Klick vielleicht und der Drummer hat es eilig, je nachdem, kannst du dann eben dem Beat entsprechend das Tempo eintippen und fertig. Ja, also klar. Gut, ja, also da wäre ja schon mal das Konzept klar erklärt. Großer Unterschied zu herkömmlichen Digitalpianos, auch zu anderen Stage-Pianos. Ja. Die können das, die haben ja auch Effekte und alles das, aber man muss immer durch die Menüs und dann speichern und wenn man mal spontan was ändern möchte, dann braucht man ein bisschen Zeit. Das ist richtig. Und man hat ja live keine Zeit. Auch bei der Bandprobe, man fängt dann an rumzutüfteln, Mensch, hier kannst du nicht mal und dann legt man dann los, ja, Moment und dann, ach Gott. Ja, genau. Und das, Da ist man immer derjenige, der... Genau, man will eigentlich Musik machen. Der stört. Genau. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen schon mal auf die Unterschiede ein. Ja. Das ist natürlich für Nord-User erstmal wichtig. Ne? Also vor allem für Leute, die das Nord Grand haben, lohnt sich der Aufwand für das Update. Was sind die großen Unterschiede eigentlich? Also mit der größte Unterschied liegt in der Tastatur. Also wie auch beim Nord Grand 1. Aber es ist doch auch eine Kava hier. Das ist korrekt. Es ist auch eine Kava-Tastatur, aber die wurde nochmal deutlich verbessert. Das heißt, das
Ansprechverhalten wurde verbessert und auch die Dämpfung merkt man beim Spielen. Deswegen kann ich mir nur empfehlen, das auszuprobieren, weil das kann man jetzt viel erzählen, aber ja, das würde ich gleich gerne tun. Ich würde Sehr das schön. gerne mal machen. Mach mal, ja. Und zwar spiele ich hier einfach mal mit dem, das Klavier hatte ich gerade. So, jetzt würde ich das gerne mal da spielen. Ja, sehr gerne. Hast du dort auch das White Grand? Ja, White Grand habe ich jetzt drin. Bitte sehr. Also das muss ich nochmal vergleichen. Ja, mach Das mal. ist ja irre. Das ist verrückt. Ja. Der Sound ist gleich, Ja, das hört man ja, Ja. aber trotzdem spielt sich das anders. Ja. Dadurch, dass die Tastatur nochmal verfeinert wurde. Ich finde, die hat ein regelrechtes Haftverhalten an den Händen. Die ist einfach super schnell, kommt schnell zurück. Das heißt, auch schnell repetieren ist kein Problem. Und was ich finde, sie wurde noch ein bisschen bedämpft. Die Tastatur im Grand 1 im Das habe Vergleich ich gespürt, ja. ist ein bisschen- es ist viel komfortabler. Ja. Also, hier hat man so einen sehr, sehr definierten Anschlag, unten, wenn man die Taste runterdrückt. Ja. Und hier wird man fast so sanft in Empfang genommen. Das ist also wirklich, das ist nicht weich, aber es ist genauso definiert. Aber ich glaube, die Tastaturgeräusche, die da entstehen, werden auch unterschiedlich sein. Das war zumindest mein Eindruck, dass Ja. das hier lauter Auf jeden klappert, Fall. in Anführungszeichen, als dort. Ja, die ist deutlich besser gedämpft und das macht sich natürlich auch im Spielverhalten bemerkbar. Und definitiv, wir haben, wie gesagt, das Sample haben wir extra geguckt, ist bei beiden identisch. Aber dadurch, dass ich hier eben diese neue Tastatur habe, die eben zusammen mit Kawai entstanden ist, es spielt sich anders. Und das spielt sich dann auch im Klang wieder. Also, weil du anders spielst dadurch. Also das ist ja schon mal eine tolle Erkenntnis. Auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt gewettet, ja okay, es ist die gleiche Sound Library, da müssen wir jetzt nicht gesondert drauf eingehen. Das kennen wir schon. Wir haben ja schon mehrere Stage und das Nord Piano und die greifen alle auf die gleiche Sound Library zurück. Das ist korrekt, die Piano Library. So. Und, Aber wenn ich jetzt mich erinnere an das Nord Piano 5 zum Beispiel, Ja. das spielt sich ganz anders ja, als diese Instrumente. Das fühlt sich wirklich anders an. ganz genau. Andere Klaviatur. Das ist wie gesagt eine erstaunlich. ähnliche Variante, wie auch auf dem Stage verwendet wird. Und hier, wie gesagt, deswegen meiner Meinung nach hier wirklich ein besonderer Fokus für die Tastenenthusiasten, die wirklich einfach keinen Kompromiss gehen bei der Tastatur. Das Instrument ist das schwerste aktuell aus dem Nord-Portfolio, das muss man wissen, ein bisschen über 21 Kilo. Aber meines Erachtens ist es das Gewicht auf jeden Fall wert. Und wo wir gleich von den Unterschieden kurz gesprochen hatten, wichtigster Unterschied eigentlich neben der Tastatur ist ganz klar das neue Layer-Konzept. Das haben wir eben schon im Nord Stage 4 jetzt kennengelernt. Das wurde auch hier übertragen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur eine Piano-Sektion und einen Sample-Synth wie im Vorgängermodell, sondern eben zwei. Also doppelt so viele Möglichkeiten. Okay. Und das bietet natürlich wiederum auch für den Musiker live oder im Probenraum, je nachdem, wieder ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also was man damit eben machen kann. Und ich habe eben das Wichtige auch wiederum, um auch kurz noch die Effekte mit reinzunehmen. Ja. Ich habe pro Layer eine komplette Effektsektion mit EQ, mit 2 Modulationseffekten, einem Delay. Und davon ausgenommen ist dann nachher ein globaler Reverb, der ganz am Ende der Effektkette steht. Vielleicht kannst du mal so einen Layer machen. Ja, klar. Okay, wenn wir so einen Layer kreieren, jetzt haben wir hier zum Beispiel Klaviersound. Wir wollen Streicher haben. Meistens sind die direkt das ist natürlich der Klassiker. Genau, der brauchen wir. Klassiker. Praktisch an den Feldern ist, ich kann eben sozusagen wie auf dem Mischpult den Klang hinzufügen oder eben hinwegnehmen, je nachdem, wie stark die Streicher vorhanden sein sollen. Oder wenn ich einen Doppelsplit möchte, ich habe zum Beispiel, möchte noch vielleicht ein Synpad haben, kann ich eben auch hier wieder probieren. Oh ja, schon, das ist richtig dynamisch. Ganz genau, da passiert viel in der Velocity. Und jetzt kann ich eben gucken, ich kann jetzt je nach Bedarf Streicher noch beide zusammennehmen. Ich würde da auf jeden Fall dann mich für einen entscheiden. Und hier kann man eben ganz schön
Ja, das finde ich super. Wirklich direkt richtig ausleveln ist ja sowieso wichtig als Keyboarder, dass man seine Sounds in einem Level hat ungefähr. Und das kann man hier jetzt wunderbar machen, wo man vorher zum Beispiel eben am Poti drehen musste. Ist es hier der Vorteil, ich habe eben 2 Layer und kann sie direkt miteinander einstellen. Ja, ich finde, das wirklich ist ein Vorteil, weil man dort die Sounds nach dem Gehör einstellen kann. Man kann eine Mischung finden, alles klar. Das hat jetzt irgendwie so eine String-Komponente, Ja, also es genau. klingt nach einem Orchester. Ja. Aber ich möchte gerne da noch so ein bisschen Bauch drunter haben, dass es ein bisschen fett klingt. Also nimmt man Synthi-Strings und die sind sogar noch dynamischer. Ja, richtig. Ja. Haben wir jetzt mit runter zum Beispiel, kann man dann... Ja, so kann man sich dann relativ schnell zusammenbauen, abspeichern, fertig und nächster Patch. Was mir noch auffällt, ist, dass das Klavier nach wie vor der dynamische Rückklang ist. Also du hast die Fläche, die sich gar nicht so stark in der Dynamik bewegt und du kannst den Klavierklang dann nochmal akzentuieren über dieses Pad. Ganz genau. Kannst du das nochmal machen? Das war Ja, echt klar. super. Also kann man Es ist eben... ja wichtig, dass das passiert häufig bei Synthes, dass eben die unheimlich dynamisch eingestellt sind. Wenn man die als Pad benutzt, dann hat man eben genau diesen Effekt. Man möchte dann leise spielen und auf einmal ist das Pad weg. Richtig. Kann man die auch einstellen. Ganz kurze Erwähnung für die Dynamics Function. Da hat man sozusagen 3 Stufen, dass man sozusagen, wenn man jetzt irgendwie einen Lead-Sound hat, der braucht nicht besonders dynamisch sein, der muss einfach durch den Mix schneiden, Dynamics aus. Der Lead-Sound ist auf jeden Fall da. Wenn ich aber jetzt Streich habe oder so ein Synth-Pad, wir haben ja gehört, das kann sehr dynamisch sein. Ja. Da kann viel passieren. Und das kann man dann eben im Dynamics-Bereich einstellen, je nachdem, wie stark soll das sozusagen erscheinen, unabhängig jetzt vom Pegel. Den Pegel kann man natürlich auch nochmal anpassen, aber so hat man da schöne Möglichkeiten, das einzustellen. Was die Layer-Sounds betrifft, bin ich schon mal ziemlich angetan. Also das ist sehr schön, vor allem mit den Fadern, dass man das so übereinander blenden kann. Wie sieht es mit Splits eigentlich aus? Ja, Splits haben wir haben einen Splitpunkt, den wir hier setzen können. Das kann man, glaube ich, ganz gut in der Kamera erkennen. Wir haben 10 Punkte. Ach so, ja. Genau, hier ist zum Beispiel jetzt gerade einer gesetzt, wo wir zum Beispiel, ich habe hier ein Patch, wo man zum Beispiel hier unten ein schönes Rhodes und Pad hat. Das wäre sozusagen mit dem Grand 1 auch noch möglich. Ein Rhodes, ein Pad, das geht. Ja. Aber wenn es dann darum geht, das haben wir im Intro gehört, den Sound haben wir im Intro gehört. Das macht natürlich einen riesen Unterschied zu dem Instrument hier. Weil, Definitiv. also wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, da kann ich mir ja jetzt auch einen Rhodes mal anwählen. Jo. Electric. Okay, da kann ich jetzt noch die Effekte dazu nehmen. Das Tremolo ein bisschen. Und hier kann ich auch nur die Rate einstellen. Richtig. Und das ist schade, weil der Mount ist schon wichtig. Deswegen auch wichtige Informationen. Dann kann ich noch einen Phaser dazu nehmen. Hier kann ich nur die Rate einstellen, was auch okay ist, aber eigentlich möchte man den Amount, die Effektstärke ja auch noch einstellen. Ja, klar, richtig. So, alles wunderbar. Jetzt kann ich noch den Sample-Synth dazu nehmen. Und ja, den schalte ich mir ein und habe dann dort, da kann ich durch die Kategorien gehen und kann mir dann Orchestra Strings drunter legen. Dann habe ich eben auch diesen Layer. So kann man schön dynamisch damit arbeiten, aber hier bin ich jetzt am Ende. Genau, wenn du kein Split, kein Layer, das war's. So, wo wir gerade beim Thema Split waren, in den Specs habe ich gelesen Crossfade Split. Genau, richtig. Wie funktioniert das? Ja, kann ich direkt mal an einem Beispiel demonstrieren. Also wir haben wieder 10 Punkte, die wir frei setzen können. Also anhand der LED-Punkte kann man sehen, wo man sie setzen kann. Und dann gibt es eben diesen sogenannten Crossfade, das heißt, wir haben eine Überblendung. Ich kann mal zeigen, wie das ist sozusagen. Grüne LED heißt
rough, also dass sozusagen keine Überblendung stattfindet. Also ich Ja, habe links ein okay. bisschen Bass und rechts ein Piano. Alles klar, gut. Ärgerlich. So, das heißt, Passt ja nie. passt nie, genau. Deswegen einfach zum Beispiel über Shift, das ist eine Shift-Funktion, einfach hier auf X-Fade 1 drücken. Wir sehen, LED verändert sich zu orange. Ja, und wir haben jetzt eine okay, Überblendung ja. von 6 Halbtönen. Das heißt, wenn ich jetzt spiele, Es wird überblendet. Okay. ganz genau, dass man dann mal sich mal zum Grundton runtergroovt. Geht, ja, kann Geht, man es machen. geht. Das Ne? kann man Solche machen, Sachen, das geht zum Beispiel. Oder ich kann es eben auch noch auf die Spitze treiben, dann wird die LED rot und ich habe eben 12 Halbtöne. Es ist noch weiter gesetzt. Ganz Alles genau. klar. So, jetzt sind wir bei Layer und Split, Genau. bei sehr vielen Sounds inzwischen. Ja. Also es sind ja bis zu 4 Sounds, die du übereinander legen kannst. Richtig. Wie sieht es denn mit den Effekten aus? Läuft das alles durch die gleichen Effekte? Nee, wir haben wirklich pro Layer eine ganze Sektion und der einzige Effekt, der quasi für alle gemeinsam ist, ist der Reverb. Okay, Der hat wiederum gut. allerdings die Möglichkeit, dass man Layer Send machen kann, quasi wie bei einem Mischpult, dass man sozusagen Okay. Aux Send hat. Das heißt, ich setze das Instrument sozusagen in einen Raum. Ich kann auswählen, zum Beispiel Spring Reverb, Booth, Room, Stage, Hall oder Cathedral und kann dann wiederum, wenn ich jetzt mich entschieden habe, zum Beispiel für Stage, kann ich mich dann aber entscheiden, pro Layer, wie viel Hall gebe ich dazu. Ja, okay. Das heißt, wenn ich zum Okay. Beispiel jetzt ich habe hier schon was vorbereitet. Zum Beispiel den Underscore Grand. Ja, ja, mit Viel- riesiger Raum. Viele Hall, viel Raum. Und das Schöne ist, hier kann man eben das Klavier relativ weit vorne positionieren, also nicht so viel Hall geben. Wir können das kurz auslesen, geht folgendermaßen Shift und den Regler drehen. Wir sehen Reverb Send 3,5. Ah ja, okay. Und wenn ich sozusagen jetzt schauen möchte bei den Strings, sind wir schon bei 6,3. Das heißt, wir haben sozusagen das Piano vorne positioniert im Klang und die Streicher eben wie im Orchester quasi weiter dahinter und geben Ja. einfach mehr Raum. Und das Schöne ist, dass eben durch diesen Layer Send habe ich dann die Möglichkeit, alle 4 Layer in einen Raum dennoch individuell zu positionieren. Ja. Unabhängig Lass von doch mal Effekten. hören, Ja, klar. Ah, da konnte man richtig hören, du hast es ja einmal richtig in den Hall gefahren. Genau, und Da wieder konnte zurückgeholt. da konnte man richtig hören, wie das wirkt. Also wenn man das Klavier dann so richtig tief im Hall hat und hast es so langsam wieder nach vorn geholt während Genau. des Spiels, Ja, das ist natürlich finde ich, also dramaturgisch finde ich das schon mal klasse. Und, aber dieser Klaviersound, der ist auch total schön. Das ist, so, ist das ein gedämpftes Feldpiano oder was ist das? Ja, genau. Es ist ein relativ neuer aus der Nord Sound Library, der Soft Grand nennt sich der. Also es ist ein Grand, der eben speziell bearbeitet wurde. Kann man sich runterladen, kostenfrei logischerweise, für sein Nord-Instrument. Und das ist hier wirklich ein schöner Sound, den man, deswegen wenn man den zum Beispiel mal solo einfach macht, das heißt, den ziehen wir mal ganz runter hier. Man hört also, wenn man sozusagen richtig rein in die Tastatur. Nicht mehr viel, nee. Naja, sozusagen im Vergleich jetzt, wenn wir jetzt den Y-Grand nehmen, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir einiges über Split und Layer, habe ich jetzt wirklich einige überraschende Sounds auch gehört. Ja. Ich würde jetzt gerne von dir noch hören, was ist das volle Orchester, was geht maximal? Okay. So. Da hast du bestimmt einen Sound. Ich hätte was vorbereitet. Da hast du was vorbereitet, wie schön. Also wirklich. Also es ist ja schon wirklich total hybrider Sound, ja. Auf jeden Fall, also Richtung Cineastik. Also da kann man echt viele Sachen kreieren, eben durch die Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir haben den Soft Grand, darüber haben wir schon gesprochen, ne, diesen etwas intimen Klang, aber jetzt kombiniert zum Beispiel mit noch einem Vibraphon, relativ interessant. Und eben dazu noch ein Satz Hörner und ja, Woodwinds. Kannst du die mal einzeln anspielen? Ja, klar. Wir ziehen die einfach alle mal. Wir haben jetzt einmal zum Anfang dann das Vibraphon.
Da hören wir Mit, schon. oh, Auf dem mit ganz Mikrofon viel. sehen wir auch hier, wenn wir durchschalten, sehen wir eben, dass sich die Effekte auch ändern. Da haben wir zum Beispiel einen Monster-Delay dran, schön Ping-Pong. Ach so, wenn du hier durch die Layer schaltest, dann siehst du auch die Effektzuweisung direkt. Ganz genau, weil sonst ist es eben, wie gesagt, wir wollen alle Funktionen haben, aber es darf eben auch nicht overwhelming sein. Und vor allen Dingen, wenn wir eben 4 Layer haben, dann geht es dann schon los. Und pro Layer eine ganze Effektsektion, dann ist es eben wichtig, dass ich sozusagen, wenn ich in meinem das Layer umschalte, dass es eben mit umschaltet. Und wenn man sozusagen auch hier gerade ist, dafür gibt es noch so eine kleine Taster hier, dass man sozusagen auch von hier nochmal umschalten kann. Okay. Es geht einfach um die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich mit der linken Hand gerade am Spielen bin, dass ich nicht erst rübergreifen muss, sondern auch direkt hier wechseln kann. Verstehe. Das sind so kleine Details, Gut. aber die machen es dann Ja, eben. gut, aber das ist ja auch ärgerlich, wenn man so im Eifer des Gefechts auf der Bühne und man möchte jetzt bei einem Sound dann noch ein bisschen mehr Delay oder was auch immer und man dreht und stellt fest, da tut sich gar nichts. Aber ein anderer Sound ändert sich so. Das ist natürlich eine ungünstige Situation, würde ich mal sagen. Das definitiv. Und hier das Mögliche, je nachdem, also wenn ich jetzt hier noch kurz wechseln muss, kann ich eigentlich fast einhändig jetzt hier noch in B gehen und kann noch was einstellen. Das ist natürlich ein Vorteil. Wie gesagt, beim hier Vibraphon, wir haben ja einen fetten. Alles klar. Da ist wirklich sehr, sehr, sehr satt, das Delay. Im Vergleich dazu durch die Hörner. Viel Hall. Auch da, wie gesagt, da passiert einiges. Auch hier wieder schön Delay drauf, noch ein Phaser. Und das Schöne ist eben, und das ist eine Sache, die können wir eben hier mit dem Grand machen. Das mit dem Grand 1 wird es nicht gehen. Da haben wir auch zu wenig. Um die Nord Grand 1 User dann nochmal abzuholen, vielleicht kann ich mal hier so das Maximum nochmal anspielen. Gerne. Also hier haben wir ja dann einmal die Piano-Sektion und einmal den Sample Synth. Ja. Hier habe ich das Wide Grand und die Strings. Ja. Und das ist jetzt soundmäßig eigentlich schon das, was hier Maximum geht. Also ich kann jetzt noch ein bisschen Reverb machen. Ja. Aber das ist wirklich, da geht es jetzt wirklich nicht mehr weiter. Also das ist natürlich mehr als das Doppelte. Auf jeden Fall. Und da muss man eben gucken, wo wir jetzt eben am Anfang versucht haben einzuordnen, wo wirklich die großen Unterschiede sind. Und das ist eben einer davon, dass es einfach klanglich mehr geht. Gut, jetzt haben wir das volle Orchester gehabt. Jo. Ich würde jetzt gerne auch nochmal auf die Details eingehen, auf die Sounds. Jetzt liest man in den Specs, das neue, das Grand 2, das hat dann eben die doppelte Speicheranzahl, 2 GB. Genau, richtig. Ja. So, klingt jetzt erstmal nicht nach Laola, so, aber vielleicht kannst du einfach mal zeigen, was das für einen Unterschied macht. Es gibt ja diese XL und M und S haben wir auch noch. Small Sounds irgendwie und das bezieht sich ja auf den Speicherplatz. Exakt, ganz genau. Also hier ist zum Beispiel jetzt, das ist sozusagen gerade unser Go-To-Piano-Sound, der White Grand. Ist hier dann auch in XL vorhanden, um noch mal ein bisschen auf die Speicherkapazität einzugehen. Also bei Nord ist es folgendermaßen, wir arbeiten ja mit dem Nord Sound Manager, das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Instrument, das Programm, das man bei Nord umsonst runterladen kann. Und wie auch die Sounds. Richtig, ganz genau. Das ist ganz wichtig. Die Sound Libraries werden stetig geupdatet und die Sounds können dann einfach runtergeladen werden. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt verschiedene Sound Libraries. Es gibt immer die Piano Library und die Sample Library. Ach, okay, das ist ja, hier kann man das ja sehen, Piano-Sektion und Sample Synth. Okay. Ganz genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das sind zwei verschiedene. Das liegt auch daran, dass die Piano-Samples deutlich mehr Velocity Layers haben. Die sind deswegen auch größer. Wenn wir zum Beispiel mal gucken, der XL-Sound, dahinter versteckt sich ungefähr 200, wenn man jetzt mal schaut, Piano-Info, sind das 200 Megabyte an Sample-Größe. So, wenn man jetzt guckt, okay, ich habe 2 Gigabyte, 200 davon, das geht. Und das ist jetzt die größtmöglichste, also wir haben detailliertes Velocity Mapping, die gesamte Klaviatur, wir haben String Resonance. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben Damper Noise. Ob man es braucht oder nicht, kann man ganz einfach ausschalten. Das ist sozusagen alles vorhanden und je kleiner ein Sample wird, desto weniger. Wenn wir zum Beispiel in der M-Größe angekommen sind, ist im Endeffekt der Bereich hier fully mapped und wenn es darüber hinausgeht, dann nicht mehr. Das sind sozusagen errechnete Töne, das zum Beispiel, wenn man jetzt ein kleineres Instrument hat, zum Beispiel Elektro. Okay. Da würde ich zum Beispiel, macht ein XL-Sample nur bedingt Sinn, da kann man auch ruhig kleinere nehmen. So. Aber jetzt beim Großen, beim Grand 2, würde ich zum Beispiel bei den Hauptflügeln das XL-Format empfehlen, weil es einfach die beste Qualität bietet. Ja, okay, also im gesamten Tonbereich. Das ist wirklich jeder einzelne Ton ist gesampelt. Nicht errechnet, alles jeder einzelne Ton. Und das finde ich auch sinnvoll. Bei den wichtigsten Sounds, wir können mal kurz durchschauen, das ist relativ simpel. Hier, wenn wir im Piano-Select-Modus gehen, sind wir hier
sind wir gerade auf Grand. Wenn wir jetzt hier durchschalten, kann man sehen, das ist Royal Grand 3D, Soft Grand, Velvet Grand. Da kann man so ein bisschen hin und her schalten, je nachdem, nach dem Gusto. Das sind ja doch eine Menge. Wir haben jetzt zum Beispiel den White Grand. Ja, okay, den haben wir auch die ganze Zeit eigentlich gespielt. Ne? Ja, auf jeden Fall, der ist einfach gut. Royal Grand 3D, Soft Grand. Das hatten wir vorhin, das ist ein bisschen intimer, ein bisschen ruhiger. Sehr anders, ja. Dann der Velvet Grand. Oder der Grand Prial. Bösendorfer. Also die haben alle total Charakter. Man kann wirklich entscheiden, okay, welches Piano-Sample gefällt mir am besten für meine Musik. Und das Schöne ist, man kann im Endeffekt alles, was man nicht braucht, rausschmeißen. Und packt dann wirklich, man sagt, ich bin total der Grand Imperial-Fan. Der ist aber jetzt hier nur in L vorhanden. Kurz mal gucken, speicherplatzmäßig sind wir dabei. Ja, 90 Megabyte. Das ist wirklich wenig. Die Samples werden verlustfrei komprimiert. So kriegen wir überhaupt diese geringe Größe. Wenn man guckt, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie irgendeine VST am Rechner hat, das ist ich wollte gerade sagen, Bereich, nur ein Piano-Sample. Genau. So, jetzt ist eben die Frage, brauche ich das live überhaupt? Das heißt, wenn wir jetzt im XL-Bereich sind, wir haben Fully Mapped Keyboard, wir haben String Resonant, wir haben Damper Noise, wir haben wirklich wunderbare, sehr, sehr hochwertige Klänge und haben nur 200 oder 250 ist das Maximum an Megabyte. Also 250 Megabyte ist das größte Piano-Sample, was wir zurzeit haben. Und die sind wunderbar. Also deswegen muss man einmal gucken, 2 Gigabyte, denkt man erstmal so, das ist nicht so viel. Aber im Endeffekt braucht man es nicht, weil man braucht auch nicht alle Klavierklänge in XL hier drauf. Was ich mir empfehle, ist, dass man vielleicht, auch wenn man jetzt zum Beispiel auf der Bühne ist und man hat hier irgendwie 10 verschiedene Pianoklänge, der Front of House rastet aus, weil er dann, okay, was soll ich jetzt machen? Und das Schöne ist dann, wenn man sozusagen 1 oder 2 hat und mit dem man viel arbeitet, würde ich die auf jeden Fall in XL reinpacken. Und andere Sachen, zum Beispiel bei Upright, haben wir zum Beispiel den Amber Upright, das ist ein sehr, ein Straight. Stimmt, die gibt es ja auch Upright. Noch. Man hat ja dann auch noch verschiedene Uprights. Auf jeden Fall. Okay. Felt Upright finde ich mega cool zum Beispiel. Oder das Pearl Upright. Man hört schon, okay, das könnte mal wieder gestimmt werden, aber nee, eigentlich nicht. Das ist im Endeffekt eigentlich möchte man das ja. Genau, es hat einen Charakter. Das gehört zum Klangcharakter dazu. Ganz genau, das Bambino Upright. Sehen wir zum Beispiel gerade in der Größe M. Finde ich völlig ausreichend, kurz mal checken. Ist 85 Megabyte groß. Das kann man mal so mitnehmen. Das braucht man jetzt nicht in XL. Ja. Kann man machen, wenn man sagt, das ist das beste Sample, das will ich nur verwenden. Go for it, natürlich. Aber jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche das vielleicht mal in einem Layer zum Beispiel. Wir können ja sozusagen jetzt das im Endeffekt einfach layern. Wir haben ein zweites Piano dazu, das XL, beide zusammen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt hier den Bambino und den schicke ich jetzt eine Oktave nach oben. Ziehe ich den ein bisschen runter, je nachdem, oder mach dem. Und kann so einfach schnell irgendwas zusammenbasteln und habe dann so ein bisschen wie so ein Farbregister, würde ich jetzt bei der Orgel sagen, aber im Endeffekt eine Klangfarbe, die eben von dem normalen abweicht. Und genauso ist es eben auch für die Rhodes-Liebhaber. Im Electric haben wir jetzt verschiedene gucken wir, dass wir im richtigen Piano sind. So. Das ist der EP1 Deep Timbre. Ich skippe einfach mal kurz. Also auch hier verschiedene, sei es Shallow oder Sparkle Top, Bright Tines mit ein bisschen mehr Tines mit drin. Auch hier viele zur Auswahl im Clav-Bereich. Weird, wenn da kein Effekt drauf ist, aber kann man direkt mal machen, hier ein bisschen Tram. Ein bisschen Amp, ein bisschen Dry vielleicht noch. Ja, das ist toll. Wo man du gehst gleich wieder klanggestalterisch damit um und genau. Man muss einfach, glaube ich, die Samples alleine nicht betrachten, also die Sounds, sondern es sind die Möglichkeiten mit den Effekten, also dass man authentischen Sound irgendwie hinkriegt. Ne? Genau. Also wie du eben sagst, ganz klassisch zum Klavinett will ich einen Wobber haben. Ja, genau, so, zum Beispiel. Und das ist, finde ich, hier eine schöne Sache, wie man hier jetzt eben hingehen kann, sagen kann, okay, nee, ich möchte jetzt das vielleicht auch ganz auf links drehen, ich möchte, dass das Clav jetzt vielleicht einen Chorus kriegt, kann man auch machen, warum nicht? Da ist es, fertig. Also jetzt bei aller Schalterei und Reglerei, die du da tust, was mir so ganz am Rande mal auffällt,
ist, dass das Bedienfeld unterschiedlich ist bei ja. beiden Geräten. Also Genau. das ist mir tatsächlich die ganze Zeit irgendwie gar nicht aufgefallen, aber doch, das hier ist breiter als hier. Ja, ganz genau. Sehr gut. Das ist auch vielleicht mal auch ein wichtiger Unterschied zum Grand 1. Zwar hatten wir da das Problem, dass es deutlich steiler war und es konnte passieren, wenn man sozusagen jetzt sehr, Okay, ja, stimmt. sehr in die schwarzen Tastenregeln geht, also je mehr Vorzeichen, desto mehr geht man doch rein und dann konnte es passieren im Eifer des Gefechts. Ja, klar, drücke ist daneben. mir natürlich hier passiert, Ganz in der genau. Mitte, ja, sofort. Ja, So, klar. das ist natürlich ärgerlich, kein Problem. Da gab es dann den Panel-Lock, der hat eben verhindert, dass sozusagen, er hat alle Taster im Endeffekt quasi sichergestellt, dass die nicht quasi drückbar sind. Man konnte da Ja, alles gut. ach hier, da Panel. kann man dann das Panel Ja, genau. Musst du Glück abschließen halten. und dann reagiert es nicht mehr. Exakt. Das ist natürlich für so ein Live-Konzept tödlich, oder? Definitiv. Ich meine, die Potis gingen nach wie vor zu drehen, aber ganz genau, mit Panel Lock, so sinnvoll das auch war, aber es nimmt dir eben die Möglichkeit, schnell was zu ändern. Und darum geht es ja. Haben wir hier gezeigt. Wir wollen ja schnell. Genau, das wollen wir, genau. Genau, wenn man dann erst 3 Sekunden drücken muss, 3 Sekunden auf der Bühne, lange Zeit. Nee, deswegen lieber so, ohne Panel Lock, dafür die Controls alle ein bisschen nach oben, das Ding ein bisschen weiter nach hinten. Keine Sorgen, falls ihr zum Beispiel einen 1er habt und ihr wollt auf 2 upgraden, ihr habt noch euer schön großes rotes Case, das passt nach wie vor. Ne? Müsst ihr euch keine Gedanken machen, also weil das große rote Softcase noch vorhanden ist. Ich könnte mir das sehr gut zu Hause vorstellen, das Instrument. Also, Auf jeden Fall, macht das her, ja. aber es auf ist die ja ein Bühne. Stage-Piano und Genau. man möchte ja irgendwie ziemlich viele Sachen schalten. Also Ja. man kann noch man hat das Dreifachpedal und Richtig, man kann noch ganz genau. weitere Pedale anschließen oder ein Pedal. Ganz genau, du kannst auch ein Control-Pedal anschließen und vor allem auch ein Volume-Pedal. Vielleicht mal ganz wichtig zum Triple-Pedal. Hier auch wichtig zu erwähnen vielleicht, das Triple-Pedal 2, also das aktuelle, ganz neue, ist auch im Lieferumfang enthalten. Das heißt, wenn ihr das Instrument kauft, kriegt ihr direkt das Triple-Pedal dazu. okay, gut. Und das kann man auch ruhig mal erwähnen. Damit kann man zum Beispiel lustige Sachen machen. Wir haben ja 3 Pedale, also Haltepedal, Sostenuto und Una Corda. Jetzt ein Sostenuto braucht man vielleicht nicht so häufig. Ich meine, Debussy, Rachmaninoff kann man das sicherlich gebrauchen, aber sag mal, im normalen Bandalltag eher weniger. Und dann kann man Eher da weniger. praktische Sachen aufmachen. Zum Beispiel am Anfang haben wir ein bisschen gejammt und ich hatte diesen wunderbaren Lead-Sound. Wenn ich jetzt links dazu noch das Pad, also den Rhodes-Sound spiele und ich möchte den Vibrato-Effekt hinzufügen, kann ich hier über den Button machen. Auch hier im Mount und so alles justierbar. Okay. Aber ich habe keine Hand frei und irgendwie so versuchen mit meinem... wird nichts. Das Coole ist, ich kann relativ simpel, ich gehe auf Shift und Pedal und habe hier die Pedalfunktion und kann einmal das linke und das mittlere Pedal, hier ist das links Una Corda zugewiesen, rechts oder in der Mitte kann ich jetzt zuweisen, zum Beispiel Synth Vibrator. Ich kann sozusagen durch einen Tastendruck das Vibrato auslösen, habe also sozusagen die dritte Hand im Endeffekt, also in Form des Fußes, und habe so die Möglichkeit, dann nochmal spielerisch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen. Und das kann man eben auch noch zuweisen. Ich kann zum Beispiel auch Program Up daraus machen, wenn ich jetzt beispielsweise einen etwas komplexeren Song habe, wo mir im Endeffekt Ach so, wo du hier schnell umschalten musst. ganz genau, wo mir jetzt Okay. ein Programmpunkt nicht reicht, kann ich hier im Endeffekt dann das links sind die Strings, da kommen wir gleich zum Volume-Pedal, die kann man dann nämlich jetzt schön reinfaden. Genau, ich kann sozusagen durch die Programme durchjagen oder eben auch auf das linke Pedal, also ein Accorder-Pedal als Program Down programmieren. Auch das ist relativ simpel möglich. Okay. Einfach da und habe dann hier Program Down. Ja, das sind die Funktionen, die man hier zuweisen kann. Wie gesagt, Triple-Pedal ist dabei. Vielleicht braucht nicht jeder die mittlere Taste, aber kann da eben was anderes Sinnvolles draufpacken, was ihm halt mehr nützt. Und wo wir eben gerade schon mal Ja, das ist echt nächste praktisch. Programm- Also da kommt auch wieder dieses unterbrechungsfreie Umschalten der Patches zum Tragen. Genau. Ja, das ist total gut. Definitiv. Und ich hatte es eben kurz angesprochen, am Volume-Pedal hat jetzt auch noch weitere Möglichkeiten. Klar, wir können sozusagen solche Sachen wie den Wah, den man jetzt mit dem Clav braucht, kann man hier einfach im Endeffekt zuweisen. Ist auch eine Shift-Funktion. Ich drücke auf Shift und zack und sehe hier, Control-Pedal ist aktiv. Das heißt, der Wah wird jetzt Okay. dann über den... Okay. Machen wir mal ganz kurz hier. Grand ist natürlich falsch. Alles klar. Möglichkeit richtig schön mit dem Pedal, wenn man sagt, Auto, nee, ich mach's selbst. Also wenn man es selber spielen ja, möchte, klar. genau, kann man natürlich, machen, ja. klar. Und dafür ist es natürlich auch super. Was eben jetzt noch geht, ist die Möglichkeit, ich kann es ganz einfach einem Layer zuweisen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit,
Volume-Pedal, auch wieder eine Shift-Funktion, relativ simpel, zack, weise ich zu und habe dann hier die Möglichkeit, zum Beispiel hier die Streicher, Eine Funktion, die mir jetzt aber noch in den Sinn kommt, Ja. das ist, Dynamic Compression. ja, richtig. Ganz Hat das genau. mit dem Kompressor zu tun? Weil den hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ach, stimmt. Ja, den Kompressor hatten wir auch beim Grand 1 schon. Das heißt, der Dynamic Compression ist aber nicht direkt ein Kompressor. Das kann ich direkt mal im Vergleich zeigen. Und bei Dynamic Compression ist es folgendermaßen: Je leiser ich spiele, desto mehr hilft mir sozusagen die Dynamic Compression, dass ich sozusagen im Mix nicht untergehe. Das heißt, wenn ich Ja, jetzt das ist live wichtig. Genau, Piano-Sachen Ja. spiele, ist es trotzdem im Mix da, während wenn ich es abschalte. Und das Schöne ist eben, dass sich der Charakter des Klaviers nicht verändert, was beim Kompressor passieren kann. Also ich höre jetzt auch nicht so einen Ducking-Effekt da drauf oder so. Super, Ne? das ist toll, dass du es ansprichst. Wenn ich jetzt nämlich richtig reinlange, haben wir von dem Effekt, hören wir den quasi nicht, wenn ich ihn ausschalte. Es ist gleich. absolut. Das heißt, je leiser ich spiele, desto mehr. Und wo du gerade vom Ducking sprachst, wenn wir jetzt zum Beispiel einen klassischen Kompressor nehmen, da auf dem ist zum Beispiel der Wide Grimble Kompressor, da ist er da, ne? Also ein bisschen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil, nichts gegen den Kompressor, den kann man auch als Stilmittel super einsetzen, vor allem in Richtung EDM und solche Geschichten. Wenn man dann das Piano richtig knackig haben möchte, ist das natürlich super. Aber ich sag mal, im Normalen oder wenn man jetzt im Duo oder Trio spielt, möchte man das nicht vielleicht. Dann möchte man sozusagen, dass es trotzdem natürlich klingt, aber dass die Pianostellen nicht absaufen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Information. Ja, das ist, Also vielen Dank erstmal dafür. Sehr, sehr Das gerne. ist auch toll an tollen Beispielen auch gezeigt. vielen Dank. Also ich würde mal zusammenfassen. Also ich habe jetzt gelernt, dass Speicher nicht gleich Speicher ist. Ja. So, also 2 Gigabyte, also die doppelte Speicheranzahl, das ist wirklich auch eine Hausnummer, weil einfach klanglich mehr geht. Und das zeigt sich für mich ganz klar in diesem Layer-Konzept. Das ist ein Riesenvorteil, das ist ein Riesenschritt vom ersten Grand auf das zweite. Alleine, was man an Klanggestaltungsmöglichkeiten hat, also das ist dieses Mischen und dass man da nach dem Gehör, nach dem Empfinden vorgehen kann und man findet den richtigen Sound, speichert den ab und alles Genau, super. richtig. Dann die Effektsektion dazu, dass man wirklich da sehr vielschichtig vorgehen kann. Ja. Das ist für mich schon mal ein Riesenvorteil. Und bis hin zu diesen Live-Features, die wir zuletzt gehabt haben, also das ist wirklich sehr, sehr abgerundet. Ich finde, das ist, also ich würde es zu Hause sehr gerne spielen wollen, weil es, ich meine, klar, so auf so einem, das ist ja fast ein Home-Piano. Ja, genau, richtig. Jetzt haben wir diese Monitore noch gar nicht betrachtet. Die sind vielleicht erstmal optisch gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man halt so in diesem Sweet Spot sitzt, das kenne ich auch vom ersten Grand, da hat man ja genau. auch die Monitore Richtig. schon gehabt. Oder bei den anderen kann man ja auch anschrauben an das Stage oder auch an das Nord Piano. Ganz genau, richtig. Das ist einfach schon schön. Ne? Auf jeden Fall. Gut, Also muss man diesen Kompromiss vielleicht eingehen. Also das finden vielleicht nicht alle so ästhetisch schön. Aber der Sound ist einfach super und ich glaube, das muss man einfach nochmal betonen bei der Nord Sound Library, bei der Piano Library. Es geht einfach um Sound. Es klingt unheimlich gut. Und das Schöne ist eben bei den Monitoren, ich meine, wie du schon sagtest, du sitzt im Sweet Spot, du hast eben auch die Lautsprecher direkt dir zugerichtet, vor allem auch die Hochtöner. Was nutzt mir das, wenn das vielleicht alles schön im Gehäuse ist, aber die Lautsprecher spielen auf dem Fußboden, gegen die Wand, zur Seite, was weiß ich. Das ist nicht förderlich. Und das ist aber sehr praktisch mit den Monitoren, dass du packst sie hin, du richtest sie aus auf dich und dann kannst du spielen. Das Schöne ist eben, die sind auch kompatibel, wie schon gesagt, mit Piano 5, also alle Instrumente mit einer gewichteten Tastatur. Das heißt, auch die 73er, Stage 4 73, aber auch Stage 5 73, können die auch aufnehmen, das ist ganz wichtig. Bei den Kompakten geht es nicht, weil die Boards einfach kleiner sind. Da haben wir sozusagen nicht genug Aufnahmefläche, damit die wirklich, das muss ja, ich will gar nicht muss ja wirklich auch fest verschraubt sein. Es muss was halten und sicher sein und das ist eben bei den großen und schweren Instrumenten gegeben, bei den leichteren ist es einfach... Und hier, die sind auch fest verschraubt hier unten und vorher wurden diese so in so eine Halterung reingelegt. Richtig, und waren die erste eigentlich Generation, locker genau. darin. Ja, genau. Das ist also auch besser. Eine gute Verbesserung auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir schon einige Verbesserungen, die wir jetzt da rausgearbeitet haben. Henrik, vielen Dank für die
aufschlussreiche Demo vom Nord Grand 2 und die vielen, vielen Details, die man sehen konnte. Ich hoffe, dass die eingefleischten Nord-User da auch viele Informationen mitbekommen haben und es nicht langweilig wurde für die das Konzept noch nicht so richtig kannten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schreibt gerne eure Kommentare, wenn ihr Fragen habt, technische Fragen, schreibt die einfach rein und ja, wir werden das bestimmt gerne beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.